Die vielfältigen florierenden Ökosysteme unseres Planeten mögen zwar dauerhaft erscheinen, aber in Wirklichkeit besteht die Gefahr, dass sie zusammenbrechen. Dschungel können zu Wüsten und Riffe zu leblosen Felsen werden, auch ohne Katastrophen wie Vulkanausbrüche und Asteroideneinschläge. Aber was macht manche Ökosysteme in Zeiten des Wandels stark und andere schwach? Die Antwort ist vor allem die Biodiversität. Biodiversität besteht aus 3 miteinander verflochtenen Elementen: der Vielfalt des Ökosystems, der Artenvielfalt und der genetischen Vielfalt. Umso mehr diese Merkmale miteinander verflochten sind, desto dichter und belastbarer wird das Geflecht. Wie etwa im Amazonas-Regenwald, eine der Regionen mit der größten Biodiversität weltweit, wegen der komplexen Ökosysteme, der riesigen Artenvielfalt und der vielen genetischen Varianten innerhalb dieser Arten. Das hier sind verschlungene Lianen, die vom Waldboden zum Baumkronendach hochwachsen, sich mit den Baumkronen verflechten und dicke, hölzerne Stämme ausbilden, die die turmhohen Bäume stützen. Mithilfe der Lianen liefern die Bäume Samen, Früchte und Blätter für Pflanzenfresser wie den Tapir und den Agouti, die diese Samen dann im ganzen Wald verstreuen, wo sie wachsen können. Die Überreste werden von Millionen Insekten verzehrt, die deren Nährstoffe verwerten und so für nährstoffreiche Böden sorgen. Der Regenwald ist ein riesiges System mit vielen kleineren Systemen wie diesem, jedes voll von miteinander verbundenen Arten. Jede Verbindung stabilisiert die nächste und stärkt das Geflecht der Biodiversität. Durch die genetische Vielfalt innerhalb der einzelnen Arten wird dieses Geflecht noch weiter verstärkt, sodass diese mit Veränderungen zurechtkommen. Arten mit wenig genetischer Vielfalt aufgrund von Isolation oder geringer Population werden durch Klimawandel, Krankheit und durch Habitatfragmentierung verursachte Schwankungen viel stärker bedroht. Immer wenn eine Art wegen ihres geschwächten Genpols verschwindet, löst sich ein Knoten und Teile des Geflechts lösen sich auf. Was passiert also, wenn wir eine Art aus dem Regenwald wegnehmen? Würde das System zerbrechen? Wahrscheinlich nicht. Die Menge der Arten, deren genetische Vielfalt und die Komplexität der Ökosysteme sorgen in diesem Wald für eine so reiche Biodiversität, dass ihn eine Artenlücke im Geflecht nicht zerfallen lassen würde. Der Wald bleibt widerstandsfähig und kann sich vom Wandel erholen. Aber das ist nicht immer so. Manchmal kann das Entfernen nur einer wichtigen Komponente das gesamte System ins Wanken bringen. Nehmen wir zum Beispiel Korallenriffe. Viele Organismen an einem Riff sind von den Korallen abhängig. Diese bilden wichtige Mikrohabitate, Unterschlupf- und Brutplätze für Tausende von Fisch-, Krustentier- und Weichtierarten. Korallen unterhalten zudem Wechselbeziehungen mit Pilzen und Bakterien. Das Korallenriff selbst ist wie ein Webstuhl, der die Existenz des verschlungenen Geflechts der Biodiversität ermöglicht. Das macht Korallen zu Schlüsselorganismen, die viele andere Arten zum Überleben brauchen. Was passiert also, wenn destruktive Fischereipraktiken, Verschmutzung und die Übersäuerung der Meere die Korallen schwächen und sie ganz auslöschen? Genau das, was du vielleicht vermutest. Der Verlust dieser Schlüsselart führt auch zu einem Verlust der von ihr abhängigen Arten und bedroht so das Gesamtgefüge des Riffs. Die Vielfalt bei Ökosystemen, Arten und genetischen Varianten formen das komplexe Geflecht der Biodiversität, das unerlässlich für das Überleben der Organismen auf der Erde ist. Und auch wir Menschen sind in diese Biodiversität verflochten. Selbst wenn nur ein paar Stränge verloren gehen, ist unser eigenes Wohlergehen gefährdet. Trennt man zu viele Verbindungen, riskiert man alles aufzulösen. Was die Zukunft bringt, ist unvorhersehbar. Jedoch könnte die Biodiversität unsere Versicherungspolice sein. Ein Sicherheitsnetz für die Erde, das unser Überleben sichert. Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.